Willkommen bei IEF Werner, die Spezialisten für Automatisierungstechnik. Bei uns erhalten Sie neue Ideen und raffinierte Lösungen für Ihre anspruchsvollen Handhabungsaufgaben. In diesem Video erklären wir das Einrichten des Fügeprozesses an unserer Servopresse iPress. Achtung! Dieses Video ersetzt nicht die Betriebsanleitung. Es besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Komponenten. Zum Einrichten des Datensatzes tippen Sie in der Registerkarte Start unten auf den Einrichten-Button. Danach wird das Bauteil eingelegt. Das weiße Licht zeigt an, dass sich die Presse im Einrichtbetrieb befindet. Wählen Sie die Registerkarte Ablauf und geben den Ablaufnamen im vorgesehenen Feld ein. Für die B- und Entladeposition geben Sie unter Position und Haube Öffnungshub die gewünschten Werte ein. Anschließend legen Sie unter Allgemein den Kraftbereich fest. In der Vorposition fährt die Presspinole nah ans Werkstück ran, berührt es aber nicht. Diese richten Sie unter Vorposition Position ein. Die Parameter für den Pressvorgang selbst geben Sie unter Pressen maximale Presskraft und Pressweg 1 Distanz ein. Achtung! Die Distanz bezieht sich auf die Vorposition. Für die verschiedenen Positionen kann außerdem jeweils eine Geschwindigkeit festgelegt werden. Hier im Beispiel zu sehen die Geschwindigkeit für den Pressweg. Sind alle Werte eingegeben, speichern Sie das Ganze mit dem großen Speichern-Button. Zum Laden dieses Ablaufes in den Arbeitsspeicher drücken Sie den Button Anwenden neben Speichern. Wechseln Sie als nächstes zur Registerkarte Rezept und geben dort den Rezeptnamen in der oberen Zeile ein. Um den ersten Pressvorgang zu starten, drücken Sie unten den Button Start. Die Presse führt den zuvor erstellten Pressvorgang aus und der Kraftwegverlauf wird dargestellt. Im rechten Bildschirmbereich können Sie nun ein Qualitätskriterium definieren, um die Auswahl für Gutteile hier IO genannt und Schlechtteile NIO genannt festzulegen. Durch Speichern bestätigen Sie Ihre Eingabe. In der Registerkarte Produkt geben Sie als nächstes oben den Produktnamen ein und wählen unter Ablauf und Rezept aus, was Sie eben angelegt haben. Mit Speichern bestätigen. In der Registerkarte Start melden Sie nun den Auftrag an. Wenn Sie den Button Anmelden bestätigen, öffnet sich ein Fenster. Dort den Auftragsnamen eingeben und das angelegte Produkt auswählen. Unter dem Auftragsnamen erfolgt auch die Speicherung der Prozessdaten. Indem Sie dann den Button Automatik drücken, ist die Presse startklar für den nächsten Pressvorgang. Bitte legen Sie ein neues Teil ein und bestätigen Sie anschließend den großen Startbutton. Während des Pressvorgangs leuchtet das geschlossene Schott blau. Ist der Vorgang beendet, leuchtet es bei Erfüllung des festgelegten Qualitätskriteriums grün und bei Nichterfüllung rot. Wenn alles korrekt angezeigt wird, haben Sie die Presse für Ihren Einsatz eingerichtet. Jetzt können Sie mit der Produktion starten. Wir hoffen, Ihnen hat unser Video geholfen und würden uns freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch beraten zu dürfen. Wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an die verantwortlichen Personen in unserem Vertrieb.